was dein autistisches Kind dir sagen würde, wenn es könnte. Darum geht es heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Anders mit Lizenz. Ich bin Sarah und ich habe meine Lizenz zum Anderssein in Form einer Autismusdiagnose im März 2023 bekommen und möchte nun hier über meine Version von Autismus aufklären auf diesem Kanal. Ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis. Ein großes Missverständnis, was zwischen Eltern und ihren autistischen Kindern passiert. Ich treibe mich gelegentlich in Foren im Internet herum und lese dort, was Eltern über ihre autistischen Kinder schreiben. Und ich möchte hier niemanden anfeinden. Ich war selber einmal ein autistisches Kind und bin auch selbst Mutter. Und ich weiß, es ist schwer. Es ist manchmal schwer, Mutter zu sein oder Vater zu sein, und es ist noch einmal ein ganz anderes Thema, wenn man ein autistisches Kind hat. Es ist so, dass es viele unterschiedliche Ausprägungen von Autismus gibt. Und auf viele von euch Eltern da draußen wird meine Erzählung jetzt nicht zutreffen, weil euer Kind einfach eine andere Art von Autismus hat als ich zum Beispiel. Und ihr könnt euch natürlich dieses Video dennoch ansehen und vielleicht ist auch das eine oder andere dabei für euch, wo ihr euer autistisches Kind besser versteht. Aber bitte fühlt euch von mir nicht angegriffen, weil ich möchte nicht angreifen. Ich möchte meine Gefühle teilen als ehemaliges autistisches Kind, das immer noch einen Teil dieser verletzten Kinderseele in sich trägt. Autistische Kinder verstehen soziale Strukturen nicht oder nicht in der Form, wie neurotypische, allistische Menschen diese Strukturen verstehen. Und ein großer Punkt dieser Struktur ist Hierarchie. Und solch eine Hierarchie gibt es auch in der Familie. Und für viele neurotypische Menschen und neurotypische Eltern, die ein autistisches Kind haben, wird vorausgesetzt, dass jeder Mensch, weil es einfach so normal ist für die ganzen Menschen da draußen, wird vorausgesetzt, dass jeder Mensch und jedes Kind versteht, dass Eltern über ihren Kindern stehen und dass Eltern sagen, was passiert, und dass Kinder das akzeptieren, hinnehmen und umsetzen. Und dass auch Kinder verstehen, warum Eltern über ihren Kindern stehen. Das ist ganz normal für neurotypische Menschen, für nicht autistische, allistische Menschen. Für ein autistisches Kind ist es aber nicht vollkommen normal. Ich als Autist bin blind für gesellschaftliche Strukturen. Ich möchte hier nicht jedem Autisten diese Blindheit unterstellen. Es ist jeder Autist anders. Aber ich bin blind für diese gesellschaftlichen Strukturen. Und ich verstehe Hierarchie absolut nicht. Es macht für mich keinen Sinn. Und für mich als Kind waren meine Eltern mit mir gefühlt auf Augenhöhe. Das waren sie natürlich nicht.
aber ich habe es nicht besser verstanden. Und daraus ergeben sich viele, viele Missverständnisse. Autistische Kinder, so wie ich eines war, glauben, dass sie mit ihren Eltern genauso umgehen können, wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Und wenn ein autistisches Kind lernt, dass die Eltern sagen, du räumst jetzt das weg, weil ich es sage, dann wird das autistische Kind denken, dass es mit den Eltern genauso sprechen kann und wird zu der Mama oder zu dem Papa sagen, du machst mir jetzt ein Brot, weil ich das sage. Und für das autistische Kind ist das keine Aufmüpfigkeit und es ist auch nicht, es will auch nicht die Eltern unterdrücken oder irgendwie sie tyrannisieren, sondern das autistische Kind versteht nicht, dass es einen Unterschied zwischen Eltern und Kindern gibt. Das ist vielleicht schwer vorstellbar, aber das autistische Kind kann diesen Unterschied nicht sehen. Und es lernt durch, so wie jedes Kind, durch Kopieren der Eltern. Das ist Problem Nummer 1. Die Eltern von diesen autistischen Kindern, und es gibt ja auch autistische Kinder, die können nicht sprechen oder haben noch andere Behinderungen. Und für diese Eltern, bitte dieses Video, seht es euch gerne an, vielleicht ist etwas für euch dabei, aber fühlt euch nicht angegriffen von mir, weil das will ich nicht tun. Also, das ist Problem Nummer 1. Kinder kopieren ihre Eltern. Neurotypische Kinder verstehen die soziale Struktur automatisch und wissen, dass die Eltern über ihnen stehen und dass sie das tun sollen, was die Eltern ihnen sagen. Autistische Kinder, in manchen Fällen, so wie in meinem Fall, kopieren ihre Eltern und glauben aber dabei, dass sie sich mit den Eltern auf Augenhöhe befinden. Wenn auch nicht körperlich, aber dass sie sich mit den Eltern sozial auf einem Level befinden. Und die Eltern von den autistischen Kindern glauben dann, dass das autistische Kind sie tyrannisieren will oder dass es seine Grenzen austesten will oder. Das sind eben diese 2 Punkte, wenn die sich treffen. Zum einen das Kopieren der Eltern, was alle Kinder machen. Zum anderen das Unverständnis, die Blindheit für die soziale Struktur, für diese Hierarchie. Und die Eltern möchten dann aufgrund einer gefühlten Machtverschiebung ihre Kinder versuchen wieder in den Griff zu bekommen. Also dieses Kind muss tun, was ich sage, auf Biegen und Brechen mit Druck. Was viele autistische Kinder noch haben, ist PDA, was uns jetzt zum zweiten Problem bringt. Das heißt Pathological Demand Avoidance. Und das heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie krankhafte Anforderungsvermeidung. Je mehr Druck zum Beispiel auf mich ausgeübt wird von außen, etwas zu tun, desto weniger kann ich es tun. Und es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob ich gerne möchte oder nicht. Wenn dieser Druck zu groß wird, wird irgendwann mein Gehirn das Thema, in dem ich unter Druck gesetzt werde, einfach ausblenden. Es ist so wie weg, als hätte nie jemand etwas zu mir gesagt. Und diese 2 Probleme treffen sich.
Zum einen dieses Unverständnis von diesem autistischen Kind, was soziale Strukturen und Hierarchien betrifft, und zum anderen die Unfähigkeit, unter Druck Aufträge auszuführen. Und so wird einfach die Beziehung zwischen einem autistischen Kind und einem Elternteil sehr, 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 sehr schwierig. Und man hat als Elternteil das Gefühl, dieses Kind nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Und dass das Kind eben die Grenzen austestet. Aber dieses autistische Kind, das versteht diese Grenzen nicht. Das sind soziale Grenzen innerhalb dieser sozialen Struktur. Und wenn das Kind schon diese Hierarchie nicht versteht, wie glaubt ihr, dass das Kind so berechnend sein soll, dass es diese Grenzen versteht und diese willentlich austesten will? Das will das Kind nicht. Dieses autistische Kind hat das Verständnis dafür nicht, wie diese gesellschaftliche Struktur funktioniert. Und so kann es diese Struktur auch nicht zu seinen Vorteilen missbrauchen. Und Achtung, ich spreche über autistische Kinder. Autistische Jugendliche sind ein anderes Thema. Die haben das vermutlich schon gelernt, wie diese Struktur ungefähr funktioniert, und die haben wahrscheinlich auch ihre Eltern so weit verstanden, dass sie auch ausspielen können. Wir sprechen hier über autistische Kinder. Und mein Tipp an alle Eltern wäre, ich war einmal ein autistisches Kind und ich weiß, wie sich das anfühlt. Man fühlt sich permanent missverstanden. Man fühlt sich permanent missverstanden und es ist sehr, sehr schmerzhaft. Das tut weh, weil man will nicht böse sein. Und man will, dass die Eltern mit einem zufrieden sind und man will gehorchen. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Und mein Tipp an alle Eltern von autistischen Kindern, die ungefähr irgendwo auf dem Spektrum sind, wo ich bin, wäre: Nehmt den Druck heraus. Mit Druck funktioniert das nicht mit autistischen Kindern, es geht nicht, die können das nicht. Es gibt ganz viele autistische Kinder, die, wenn es Druck gibt, etwas zu tun oder sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, die das nicht mehr umsetzen können. Es geht nicht. Das Gehirn kann das nicht machen. Es blendet es aus. Nehmt den Druck raus. Atmet durch und erklärt eurem autistischen Kind die Struktur, in der es lebt. Autistische Kinder sind sehr intelligent, zumeist. Und sie können das verstehen, wenn man ihnen das erklärt. Erklärt ihnen bitte diese Struktur. Erklärt ihnen, warum die Kinder machen müssen, was die Eltern sagen. Erklärt ihnen, dass ihr schon so lange auf der Welt seid und dass ihr das anders wahrnehmt, als das ein Kind kann, und dass es für das Kind sicherer ist, das zu tun, was die Eltern ihm sagen. Und wenn ihr etwas von diesem Kind haben wollt, dann erklärt ihm auch, warum. Und zwar logisch, so dass das Kind das auch nachvollziehen kann. Und wenn das Kind etwas nicht tun soll, erklärt ihm, warum es das nicht tun soll. Und es wird es irgendwann nicht mehr tun. Aber bei Autisten läuft ganz viel über Logik und Verstand. Diese soziale Struktur, die für einen neurotypischen Menschen so logisch und normal ist eben für einen Autisten nicht so logisch und normal. Und wir brauchen das bis ins kleinste Detail erklärt. Und es bricht mir wirklich das Herz, wenn es Eltern da
oder dass es Eltern da draußen gibt, die glauben, ihr autistisches Kind möchte sie irgendwie gegeneinander ausspielen oder es möchte sie tyrannisieren und sie unterdrücken und dass man immer nur das tut, was das Kind will. Da gibt es noch einen weiteren Punkt. Durch dieses Unverständnis von sozialen Strukturen und durch dieses Unverständnis davon, wie diese Welt da draußen funktioniert, sind Autisten sehr ängstlich. Und ein Autist möchte gerne die Kontrolle behalten. Daher kommen auch diese vielen Regeln, diese vielen Strukturen, die ein Autist braucht, diese vielen Tagesabläufe, die immer und immer gleich sein müssen, weil die eben diesem Autist Sicherheit geben. Und das ist auch ein weiterer Punkt, warum ein Autist gerne das Zepter in die Hand nimmt und bestimmt, was die anderen tun sollen, weil eben ihm das Sicherheit gibt. Und wenn ihr also wollt, dass das Familienleben bei euch harmonischer wird, ich nehme an, das ist der Grund, warum ihr euch dieses Video auch ansieht. Und das ist verständlich, jeder möchte gerne ein harmonisches Familienleben. Dann sorgt dafür, dass euer Kind die Sicherheit in einem anderen Rahmen bekommt, als indem, dass es die Kontrolle selbst übernehmen muss, um Sicherheit zu bekommen. Gebt ihm einen strukturierten Tagesablauf und am besten strukturiert diesen Tagesablauf mit dem Kind gemeinsam. Es ist zum Beispiel in meinem Gehirn so, wenn ich mir vorstelle, wie ein Tag abzulaufen hat und es wird dann nicht exakt so, habe ich ein Regulationsproblem. Also, eure autistischen Kinder wollen euch nicht tyrannisieren. Sie wollen euch nicht unterdrücken, sie wollen nicht irgendwelche Grenzen austesten. Dazu fehlt ihnen das Verständnis von sozialen Strukturen. Sie wollen nur geliebt werden und Sicherheit. Und um Sicherheit zu bekommen, versuchen sie, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Das gefällt den Eltern nicht, weil das in das Konzept von Familienstruktur nicht hineinpasst. Und deswegen gibt es Stress mit autistischen Kindern. Oh mein Gott, bin ich unreguliert. Es tut mir leid. Na gut. Das wird wohl das Ende dieses Videos sein. Vielen Dank fürs Reinklicken. Bussi Bussi. Baba.